Dafür aber, wenn wir auch nur kleine Informationen ergreifen können, wir die in Willasbach im Planik Cave für Tollgeld verkaufen. Dazu müssen wir nur kurz mit Will Goro reden. Man merkt, du bist wirklich die kleine Schwester von dem großen Whistleblower. Und du bist wirklich die Frau mit den strahlenden Augen. Doch denk dran, was man mit deinem Bruder gemacht hatte, als man ihn erwischte. Wenn du mich fragst, dann würde ich lieber die erzwungene Amnesie oder die Todesstrafe wählen, als so mein weiteres Leben führen zu müssen. Und wir sind auf alles bestehend vorbereitet. Wir haben 3 Van-Eck-Angeln mit Verstärker und auf dem Computer mit geknackten D-Counter können wir den Polizeipunkt mit abhören. Okay, die Off-World-Kolonien brauchen noch ein paar Stunden bis Tage, bis die Satellitensignale empfangen. Besonders da die Anonymisierung unsere Geschwindigkeit um 97% reduziert. Jawohl, Madame Polizeiser. Und jetzt Klappe ein. Kinosmann Riker, wir von der Polizei sind mit einer Mannschaft drin. Ihr müsst bis zum Zentralrechner des Zuges vordringen und ihn abschalten. Over. Irgendwas hat sich an die Schaltkreise des Rechners gesetzt und der Zug ist außer Kontrolle geraten. Mission and Completion. Irgendwie ging das dieses Mal zu einfach. Wir setzen alles wieder auf die Wissenschaft und denken, das Problem ist einfach zu lösen. Aber kann es sein, dass die Kaiden geplanter vorgehen, als wir denken? Mein Eindruck ist, die werden immer intelligenter und sind förmlich dabei, unsere Verteidigung auszutesten und eine Schwachstelle zu finden. Sie testen es, systematisch. Sie erinnern sich an unser Handeln. Sie sind wirklich eine reine Naturgewalt oder steckt mehr dahinter? Nutzt unsere mechanische Erklärung wirklich oder können wir den Geist so nie verstehen? Er ist hier. Es war klar, dass er bald hier erscheinen wird. Die nächste Phase des Plans und die nächste Videobotschaft von Professor Riemann steht bald an. Aber wenn er erscheint, muss es ein großes Problem mit dem Plan geben. Das geheime zweite Institut wird auch involviert sein. Was geht hier bloß vor? Ich sollte auf der Hut sein, sonst werden diese Typen mich wahrscheinlich schnell und auffällig beseitigen. Alpha, Zeti, Alpha Kappa, Alpha Delta. Bitte? Was soll das? Warte auf Anweisung. Lieber Karala, wartet auf Order. Okay, was auch immer das bedeuten soll. Mach das aber bitte nie in der Öffentlichkeit. Es sei denn, du möchtest in einem Raum mit Gummiwänden schlafen. Ich kann leider auch nicht alles verhindern, was dir zustoßen kann. Hat Ihr Verhalten mit den Daten auf dem Wisch zu tun? Ich sehe die Welt nicht. Ich sehe nur alles. Wir trinken morgens, Mittag und abends. Du trinkst und trinkst und trinkst. Du schaukelst das Grab. Deine Eltern wurden von der Finsternis verschlungen. Sie haben dir die Dunkelheit eingeflößt und nun wirst du auch von ihr zerfressen. Du bist einfach unwiederbringlich, komplett verbeult. Egal wie du lebst. Die Kontamination wird dir auf ewig folgen. Niemand kann dich retten. Niemand kann dich reinigen. Alles, was dir wichtig ist, wird verglühen. Aber die Verseuchung kannst du nicht loswerden. Wir werden deinen Lebensraum erobern. Dich niemandem anvertrauen. Nicht einmal ihr. Sie wird dich verlassen. Wie alle anderen, die dich verlassen haben. Wir sind über
überall und verseuchen deinen Verstand. Du hast uns und willst uns töten. Und wir hassen dich und wollen dich töten. Aber das geht nicht. Seltsam. Ich bin schon einige Wochen hier, aber irgendwie kommt mir das alles immer noch fremd vor. Und unwirklich. Die unbekannten Wände, die fremde Decke, der fremde Boden. Selbst dieses glycerin-gefüllte Wasserbett ist mir unangenehm. Die Dunkelheit macht mir Angst. Sie raubt mir den Schlaf. Aber gleichzeitig ist mir das Licht der Stadt auch zuwider. Beides sind Form und Leere. Aber die Form ist das Leere. Das Leere ist die Form. Eine Eins existiert nur, wenn auch die Null existiert. Master Interala, laut meinen Daten erlebten Sie schätzungsweise einen Albtraum. Soll ich Ihnen aus der Küche ein leichtes Beruhigungsmittel holen oder möchten Sie mit einem Traumdeuter über das Internet Kontakt aufnehmen? Nein! Ich will nichts von alledem. Verlass einfach mein Zimmer. Ich hasse es, wenn komische Gestalten mein Zimmer betreten. Selbst wenn es nur Maschinen sind. Außerdem will ich mich jetzt umziehen. Und da stört es mich gewaltig, wenn ein mit dem Internet verbundenes Gerät am Ende landet das Bild von einem nackten Körper noch bei diesem komischen Ketonic-Programm unseres Geheimdienstes. Und diesen entsetzlichen Anblick wollen wir unseren Antiterrorkämpfern doch nicht zumuten. Deshalb verpiss dich. Jawohl, jawohl. Mastering, ich erfülle automatisch das zweite Robotreset. Gut, der ist endlich weg. Wo liegt jetzt mein Spiegel? Mein Schminkkoffer und mein Kamm? Fuck. Wo habe ich gestern mein Handy hingelegt? Okay. Das ist also die neue Schuluniform. Mit einigen Solarzellen, Computersteuerung, Geigerzellen, NFC-Chip, Internetverbindung, Autoformpassung und Selbsttrocknung. Naja, ich weiß nicht, ob das wirklich bequem ist. Karala, ich mach mal eben Frühstück. Hoffentlich hast du einigermaßen gut schlafen können. Du hast ja in der Nacht einige seltsame Dinge gemacht. Seltsame Dinge? Ich kann mich an nichts erinnern. Seltsam. Hä, ich bin nur 3-mal in der Nacht aufgewacht, weil dieser blöde Sicherheitsdienst unseres Instituts wieder die Kontrollanrufe gemacht hatte. Ja, furchtbar. Das dient nur dazu, uns einzuschüchtern. Wir sollen wissen, dass wir beobachtet werden. Wenigstens hat nicht wie vor 2 Wochen ein Blockwart des Wohnkomplexes geklingelt, weil wir zu laut Musik hören. Komischerweise nervt er auch immer nur mich und nicht unsere Nachbarn mit seinen 10 Ehefrauen, 4 Ehemännern und 3 Partnern, von denen ich nicht mal genau weiß, was sie sind. Die machen viel mehr Krach als wir. Würde ja gerne wissen, wer von den 30 Familien unseres Wohnkomplexes dieses Blockwart-Arschloch eigentlich ins Amt wählte. Und bei dem Liebesleben unseres Nachbarn blicke ich echt nicht mehr durch. Unser Professor ist da zum Glück einfacher gestrickt. Er hat nur eine Liebe, der auch immer treu bleibt. Das Konto seiner Cayman Island Holding. Naja, egal. Ist jetzt auch nicht mehr wichtig. Was gibt es denn zum Frühstück, Elisama? Na was wohl? Eine Mischung aus Geschmacksverstärkern, Konservierungsmitteln und genmanipuliertem Gemüse. Das alles gewürzt mit chemisch behandelten Sägespänen und analog. Also der typische Fraß, den uns die Konzerne billig zusammenschustern. Muss nur noch in den Rehydrator wieder aufgetaut werden. Das Chlorhuhn ist leider alle. Und der im Wohnblock angeschlossene Supermarkt hat noch zu. Naja, besser als im Camp in Syrien damals ist es allemal. Wieder Sabotage auf Sodom und Gomorra. Heute gehen die schweren Kämpfe um die Kolonie auf dem Mars weiter. Osiris' zweite Vorbereitung ist kurz davor, die Stadt zu übernehmen. Eine Gruppe hält die Stadt noch, aber sie haben keine Chance. Von den Nachbarregionen könnte schnellstens Hilfe kommen. Aber es erwartet sich, weil die Stadt den Separatisten gehört und man die Befürchtung hat, durch Luftangriffe diese Separatisten zu unterstützen. Die Raumstationen im Marsorbit werden von Flüchtlingen überrannt und haben ihre Aufnahmekapazität erreicht. Die Technokratenkommission ist heute der Lösung der Flüchtlingskrise einen Schritt näher gekommen. Reverend Rami Michael, der Präsident, und Professor Dr. Frederic Laken verkündeten dies in einer Pressekonferenz in Nairobi. Das Problem mit der Aufnahmekapazität der Raumstation Beta 5 konnte gelöst werden. Somit können die Flüchtlinge der Osiris-Krise nach 2 Monaten endlich einen Transit zur Erde machen. Wir hoffen, die Krise bald zu lösen. 3,141592. Die Generäle sind einfach zu dämlich, irgendwas zu regeln. Diese Dummschwätzer werden Osiris nicht einmal in 10 Jahren besiegen. Ich erinnere mich genau, wo die mich als Kommunikationstechnikerin anheuerten.
um die Serveranlagen der GUS in der Nähe von Sevastopol mit Störsendern zu manipulieren, sodass Saraschenkos Russland keine Kontrolle mehr über das GLONASS-Netzwerk haben konnte und im Gegenteil die USA noch falsche Positionsdaten an die russische Geheimdienste senden konnte. Diese Irren haben doch den Einfluss der Kane-Strahlung in Grovers Mill unterschätzt. Ich wurde auch unser Code gescrambled. Die ganze Operation scheiterte und unsere Einheit wurde niedergemetzelt. Ich musste mich als russische Offizierin ausgeben und konnte so überleben und irgendwann über die Grenze in die EU gelangen. Leider gab es Probleme mit dem Frontex-Satellitenschirm. Das war härter als die russische Tesla-Spule. Mist, war ins Labern gekommen. Sorry, Moment mal. Ach ja, Karala. Heute ist ja dein erster Schultag an der Shaoyong-Gaguen Oberschule. Wie fühlst du dich? Ja, verdammt. Das hat mein Vater mich auch immer gefragt. Ehrlich gesagt, ich hasse diese Frage wirklich. Zum einen wusste ich darauf nie wirklich eine Antwort. Außerdem haben sich meine Eltern nur für meine Schulleistung interessiert. Dabei war die Schule an sich immer furchtbar. Okay. Weil chinesische Firmen den Weltmarkt dominieren und unsere Währung der Renminbi ist der Erziehungsstil der Tigermütter am meisten verbreitet. Ich weiß nicht, ob du was falsch interpretiert hast oder ob deine Eltern wirklich so drauf waren. Aber so bin ich nicht. Aber denk doch mal so, du bist gleichzeitig auch die ganze Zeit bei Madoka. Das ist doch auch was Schönes. Je nachdem, wie man es sieht, vielleicht auch etwas plus Schöneres. Es stimmt zwar, die Hölle, das sind die anderen. Aber Madoka würdest du dabei doch ausnehmen, oder? Und bei den Trainingseinheiten am Algorithmus, in Berechenbarkeitstheorie, in linearer Algebra, in akkurater Beobachtung, im Simulflow, in der Kontrolle deiner Körperchemie und den anderen Bestandteilen deines Tarika hast du doch auch sehr leicht sehr viel gelernt, oder? Und so heftig wird die Schule nun nicht werden, oder? Aber das ist immer noch Schule. Und das Training hätte ich nicht so gut geschafft, wenn Hiromi mir nicht dabei geholfen hätte. Stimmt schon. Eigentlich sind Schulen keine artgerechte Haltung für Leute wie dich und Madoka. Besonders für euch hatte Stirner leider schon recht, wenn er die Schule als organisierte Demütigung beschrieb. Besonders dank des Prinzips, auf herausstehende Nägel muss eingeschlagen werden. Anders bedeutet nicht minderwertig, aber das kapiert das System nie. Zwar gehört die Bildung nicht mehr zur öffentlichen Hand, sondern dem Megakonzern, aber die sind auch nur Handlager der Politiker. Eigentlich würde ich auch lieber bei Ihnen bleiben. Bitte lassen Sie mich nicht allein. Wenn ich könnte, würde ich dir einen Privatlehrer besorgen. Geld habe ich ja dank des Instituts. Aber es herrscht allgemeine Schulpflicht, also Abmarsch. Och nee, können Sie mir nicht einfach einen Microsoft-Chip einsetzen, um mir das Wissen zu geben? Microsoft? Du willst wirklich vor deinen Augen nur noch weiße Schrift auf blauem Hintergrund sehen? Würde ich dir nicht empfehlen. Außerdem geht es unserer Regierung bei der Schulpflicht nicht um sowas. Die wollen dir Verhalten ankonditionieren. Und Microsofts funktionieren bei dir nicht, da du 100%ig biologisch bist. Stimmt leider. Ich habe mir zwar gewünscht, Implantate zu bekommen, aber meine Eltern waren dagegen. Mein Vater meinte, das sei unnatürlich und in meinem Alter ginge das schon mal gar nicht. Das kommentiere ich mal nicht. Habe ich noch nicht verdient, dass ihr so nett zu mir seid. Doch, hast du. Danke! Irgendwie muss ich sagen, dass sie deutlich netter zu mir als meine Eltern je waren sind. Sie machen zwar manchmal eigenartige Scherze, die ich nicht ganz kapiere, aber sie erwarten kein Verstellen von mir. Es ist wirklich mehr als angenehm, bei ihnen zu sein. Freut mich, das zu hören. Aber treibe das nicht so weit. Das bringt sonst nur Unglück. Zwinge andere nicht, für dich zu leben und lebe nicht hauptsächlich für andere. Selbst wenn ich diese andere bin, das tut dir nur weh am Ende. Und du meinst zwar vielleicht, wenn du für andere lebst, sei das weniger schlimm, als einen anderen zu zwingen, für dich zu leben. Aber das eine impliziert immer das andere. Und du kannst nicht auf einen Fänger im Roggen vertrauen, der dich vor den Gefahren der Welt schützt. So eine Rettung aus der epistemischen Einsamkeit gibt es leider nicht. Tut mir leid, aber ich muss jetzt zur Arbeit. Und du musst jetzt auch los zur Schule. Du musst leider zu Fuß gehen, weil die Werkstatt die Brennstoffzelle meines Autos überprüfen muss. Und pass ja bei den Jungs auf. So eine Erstkontaktsituation passiert verdammt schnell. Jedenfalls, bis nachher. Gut, dann auf Wiedersehen. Ach, verpisst euch doch endlich. Es nervt mich echt, dass ihr uns Tag und Nacht beschattet. Es reicht ja schon, dass eure Drohnen, die Tag und Nacht patrouillieren, selbstständig im Internet Privatinfos über uns im Social Network suchen können und aufgrund der Profilbildung sogar selbstständig angeblich gefährliche Personen töten. Nein! Ihr müsst mich ja noch persönlich einschüchtern. Boah, Drecksäcke.
Und? Wie läuft es so mit Karala? Eigentlich ganz gut. Sie wirkt jetzt mental stabiler. Sie verlässt sich aber ein wenig zu stark auf mich. Und das ist gefährlich. Sich so stark auf etwas anderes außer sich selbst zu verlassen, da es in der Welt nichts Ewiges geben kann. Trotzdem wirkt sie fast wie ausgewechselt und man merkt ihr ihre Vergangenheit fast nicht an. Ich bin überrascht, wie glücklich sie oft ist, trotz dem, was ihr widerfuhr. Scheinbar wirkt die Aussicht, mit dir auf Touristenjagd zu gehen, ja wahre Wunder. Übertreib nicht. Ich denke, sie macht große Fortschritte. Sie ist aber trotzdem immer noch unruhig und hat sich nicht richtig unter Kontrolle. Sie hat einfach keine Geduld. Du meistens aber auch nicht. Naja, auch egal. Was mir aber Sorgen macht, sie hat einiges an Zorn und Angst, obwohl sie das häufig überspielt. Wie ihr Vater. Der Typ war aber sowieso eine ungute Person. Ich erinnere mich noch gut an eine bestimmte Begegnung mit dem Kerl. Eine süße Tochter haben Sie da. Wie heißt sie nochmal? Karala, oder? Das tut nichts zur Sache, Miss Ötchelem. Ich weiß, was Sie wirklich sind. Ich dulde Sie nur hier, weil Sie eine wichtige Mitarbeiterin des Tindakawa-Korps sind. Zusätzlich zu Ihrer Arbeit im Institut. Und ich darf die Kontakte zu diesem Konzern nicht verlieren. Sie wurden geschickt, um mich und meine wahren Auftraggeber auszuspionieren. Ich vermute auch, Sie waren es, die meiner Frau Anima etwas ins Essen gemixt hatte und sie damit für 3 Jahre unfruchtbar machte. Das hatte nichts mit dem Takasura-Kukus-Phänomen zu tun, aber ich kann Ihnen leider nichts nachweisen. Was reden Sie für einen Mist? Ich glaube, Sie sind vollkommen paranoid geworden. Ich habe auch ungefähr herausbekommen, was die Schweine auf Sodom und Gomorra machen. Sie verraten nicht nur das Institut, sondern die gesamte PAC. Und den schlimmsten Verrat begehen Sie an Ihrer Tochter. Wenn das wahr ist, was ich in Ihrem Computer entdeckte, sind Sie einfach nur widerlich. Ich kam zwar nicht auf die geheime Bibliothek auf dem Server, auf diesem Asteroiden, Codenamen Bielefeld. Das, was ich jetzt schon weiß, reicht mir aber. Und das, was ich tue, wird in der Gesellschaft nicht existieren. Es ist einfach du und Einfälle zur schwarzen Realität. Ich muss sie ändern. Sehen Sie sich doch mal an. So wie es jetzt ist es doch ein Schaden für alle. Ständig abweisen die nicht den Erzeuger. Ich, der Vater, selbst für mich, scheint es sich nicht zu interessieren. Es bewegt sich nie an der Seele. Anblick ist eine Gegenklemmung für meine Seele. Es sticht und schmerzt. Irgendwo in den Krieg, ewiger Graben. Ich bin durch den anderen Grausam. Ich bin derjenige, der sich verletzen kann. Außerdem, das ist das Beste, was mir passieren kann. Wenn ich den CDTs-Kontrolle bleibe, werde ich wahllos sein. Wenn ich eine Anlagenkontrolle bin, werde ich auch wahllos sein. Durch meine Niederlage bei all diesen finde ich wieder Ende in meinen eigenen Fesseln und wurde zum Unfreiheiten von allem. Das hat alle meine Entscheidungen nur gehabt und geführt. Selbst wenn das nicht passiert, kann ich das jeder Nase zu tun. Dahin. Ich bin nicht mehr der Jüngste. Ich werde täglich die Lust und Liebe der Jugend mehr enttäuscht und mein Ende lehren. Ich sehe die 105 kalt und fest, denn aber fast besonders jung. Ein pure Grund ist, was irgendwann auf dem Glück brauchen wird, sondern das will ich nicht lassen. Aber durch das Programm, was ich erschaffen habe, habe ich die Chance, dass zumindest ein Teil meines Geistes ewig lebt. Ein Teil von mir wird immer existieren. Und das, was Karala in ihrem Gehirn trägt, ist nur ein Teil meines Plans. Sie ist ein Teil meiner Wiedergeburt. Abgesehen davon, was interessiert sie eigentlich meine Tochter? Sie sind mit meiner Ehefrau, also ihrer Mutter, seit Jahren zerstritten. Ja, es stimmt. Es gab Differenzen zwischen uns. Anima Hanasaki war in einer Ausbildung, um ein hohes Mitglied des Instituts zu werden. Sie hätte auch erst 4 Jahre später ein anderes Mitglied des Instituts heiraten wollen, was nach ihrem Genprofil ausgewählt werden sollte. Als sie aber ihnen über den Weg lief, hat sie einen Akt der Insubordination begangen und ihre Ausbildung komplett abgebrochen, genau wie alle Kontakte zum Institut. Alles nur aus Liebe zu ihnen. Und ich sage es Ihnen deutlich, Sie sind kein Mann, der das verdient hat. Ihr Verhalten konnte ich nie verstehen. Und ich werde auch nie verstehen. Deshalb sind einige böse Worte gefallen. Trotzdem bin ich nicht so, dass ich deshalb ein unschuldiges kleines Mädchen zu Schaden kommen lassen will. Ich will nicht zusehen, wie das Ding lebendig wird und mich platt macht. Es sieht zwar tot aus, aber manchmal ist nicht alles tot, was ewig liegt.
Oma, Monat, Biotus, Duat, Lobus. Hi, wie fühlst du dich? Ich habe irgendwie ein ungutes Gefühl, wieder zur Schule zu gehen, nach dieser langen Zeit. Ich hasse Schule. Ich wäre auch lieber im Institut und würde am Algorithmus arbeiten. Wenn ich im Algorithmus arbeite, kontrolliere ich das Gestell. Wenn ich in der Schule bin, bestimmt das Gestell meine Rolle. Das mag ich nicht. Wahrscheinlich dient das Gestell, in das sich die Gesellschaft einsetzt, ohnehin als riesiges Speichermedium und Selbsterhalt unserer Kultur. Trotzdem mag ich nicht da reingepresst zu werden und zu einem Bauteil des Systems reduziert zu werden. Irgendwie seltsam. Wir sind eigentlich irgendwie ein Teil der wenigen Menschen, denen der Rest ihrer Existenz verdankt. Irgendwie gehören wir aber auch nirgendwo hin und bleiben immer allein. Naja, allein sitzen, allein ruhen, allein gehen. Das ist unser Schicksal in dieser chaotischen Welt. Jeder Mensch hat eine Aufgabe und wir erfüllen unsere, so gut es geht. Man muss tun, was man tun muss. Wahrscheinlich ist das der einzige Grund, warum wir überhaupt in diesem chaotischen, sinnlosen Universum existieren. Ja, wie schaffst du das nur? Die harte Arbeit an irgendwelchen Computerprogrammen, der Schultag und dazu noch das Wissen, dass jeder Tag unser letzter sein kann und wir morgen schon strahlende Leichen sein könnten. Wie kannst du da so ruhig bleiben? Naja, Technologie gibt mir ein Gefühl von Sicherheit. Ich weiß auch, dass jede Technologie nur einen Ausschnitt zeigt, für dessen Verständnis sie gebaut wurde. Sie reduziert die Welt und blendet das Chaos des Universums aus. Naja, für dich ist das sowieso noch was ganz anderes. Du warst ja sogar vor vielen Jahren als Kind mal kurz von zu Hause abgehauen und hast irgendwie bis in die Nacht mit irgendwelchen Professoren diskutiert. Deine Stiefeltern haben sich dann gefunden, wie du dann im Hörsaal umkippt und eingeschlafen bist. Für dich ist das wirklich der Hauptteil der Existenz. Manchmal glaube ich auch, die Mathematik ist das einzige Mittel, mit dem ich stark und für andere wichtig sein kann. Sonst sehen die meisten Menschen in mir nur das seltsame Mädchen und fühlen sich sogar von mir gestört. Und manche Leute sehen in mir nur eine Person, die Mitleid und Hilfe brauchen würde und glauben, ich kann nichts allein. Das ist genauso schlimm. Du Karala, ich muss eben noch mal kurz jemanden im Institut anrufen. Deshalb geh du ruhig schon mal vor. Was willst du von mir? Ich kann es riechen. Was? Was kannst du riechen? Ja. Was? Ach, halt doch einfach deine dumme Fresse. Du Drecksschwein. Schon wieder sind die Familien von 2 unseren Klassenkameraden weggezogen. Kein Wunder. Der letzte Angriff wurde zwar von der Regierung glimpflich gelöst, aber die Strahlenbelastung in der Atmosphäre und im Grundwasser ist trotzdem auf einem ungesunden Level. Es war sie zwar schon seit Jahren, weshalb in unseren Schuluniformen auch Geigerzähler integriert sind und wir bei manchen Regenfällen nicht nach draußen dürfen. Manche Leute meinen zwar, die Off-World-Kolonies wären die richtige Lösung, aber die Kane können uns sogar bis dorthin verfolgen, weshalb ein Exodus erst Sinn macht, wenn die Kane unsere Erde vollständig verseucht haben. Wenn man sich anguckt, die ganze Umweltverschmutzung, viele Gebiete unserer Welt werden langsam zu Wüsten, selbst einst blühende Städte. Es gibt auch schon Pläne der Regierung, alle Raumkolonien im Sonnensystem mit Orion-Antrieben auszurüsten und daraus Generationsschiffe zu machen, mit denen die Menschheit aus dem Sonnensystem evakuiert werden kann. Und ich persönlich denke, irgendwann wird eine große Krise kommen, wo genau das passieren wird. Und wahrscheinlich werden die Bewohner der ehemaligen Raumkolonien dann nach 10.000 Jahren zurück auf die Erde kommen und sehen, dass wir alle wieder zu Höhlenmenschen wurden, welche die Kane als Dämonen ansehen. Könnte ich mir glatt vorstellen. Jedenfalls, auch in der Verseuchung unserer Lebensbereiche sind die Kane ein bizarres Zerrbild von uns Menschen. Und unser Kampf gegen die Kane verschlimmert die Verseuchung nur noch. Vielleicht wäre es für die Erde deshalb trotzdem das Beste, wenn wir alle ins All auswandern und die Erde in Ruhe lassen. Ich glaube ja, vieles über Kane ist nur eine Lüge der Regierung, um unsere Angst auszunutzen zu können, um einen Überwachungsstaat zu errichten. Apropos, ist Madoka nicht eigentlich bei der Regierung? Ich meinte, sie hätte irgendwas in der Richtung gesagt. Sie ist doch bei diesem einen wissenschaftlichen Institut. Die Arbeit des Instituts ist ein Schlüssel unseres Überlebens. Und ich weiß, wie viele Nebenprodukte der Arbeit wurden in den letzten Jahren von Megakonzernen als große Innovation der Computertechnik verkauft. Man sagt auch, die Fingerabdrücke der Mitglieder wurden medizinisch entfernt. Müssen deren Mitglieder wirklich dieses Psychotraining durchlaufen, was ihnen beibringt, andere Menschen unterbewusst zu manipulieren, sodass sie alles tun, was man ihnen sagt,
so wie es diese Weblogs erzählen? Angeblich erlaubt das Training Frauen ja sogar auch das bewusste Ändern des Geschlechts des bis zu 3 Wochen alten Fötus im Mutterleib. Glaub bitte nicht jeden Paranoid, was von den durchgeknallten Netzfüßen. Schau dir Madoka doch mal an. Glaubst du wirklich, die kann hier jemanden manipulieren? Das ist nur eine harmlose, aber arrogante Streberin. Naja, aber es stimmt ja auch, dass in Geldkarten Training-Chips sind, mit denen die Regierung verfolgen kann, wo jede Geldeinheit sich befindet. Außerdem kannst du nicht paranoid genug sein. Du schmuggelst dir heimisch USB-Sticks für das Sneakernet der Sumiyoshi Kai.